Es gibt einen Zustand, den du wahrscheinlich seit Monaten nicht mehr sauber erreicht hast. Nicht Schlaf, nicht Urlaub, sondern echte, ungestörte Stille zwischen deinen Ohren. Früher war sie fast geschenkt. Ein Nachmittag, an dem schlicht nichts passierte. Keine Meldung, keine Meinung, kein Bildschirm, der nach dir ruft. Einfach Leerlauf, ohne schlechtes Gewissen. Heute ist genau dieser Zustand zum Luxusartikel geworden. Etwas, wofür Leute Apps abonnieren, Retreats buchen, teure Kissen kaufen und ganze Wochenenden im Funkloch verbringen. Und die brutale Wahrheit lautet, es wird nicht leichter. Innerer Frieden wird von Jahr zu Jahr teurer. Nicht, weil mit dir etwas nicht stimmt, sondern weil sich die Welt um dich herum verändert hat. Denn Ruhe ist heute kein Grundzustand mehr, in den du automatisch zurückfällst. Sie ist etwas geworden, das du dir aktiv erkämpfen musst, gegen einen Strom, der nie abreißt. Und wenn du verstehst, wie dieser Strom in deinem Kopf wirkt, verstehst du auch, warum du abends erschöpft bist, obwohl du körperlich fast nichts getan hast. Schauen wir uns erstmal an, was da eigentlich auf dich einprasselt. Denn die Belastung ist selten ein großes Ereignis. Sie besteht aus Hunderten winziger Stiche pro Tag. Da ist die Sorge ums Geld, die selten laut wird, aber im Hintergrund immer mitläuft. Eine Zahl auf dem Konto, eine Rechnung, eine Preiserhöhung, die du im Vorbeigehen registrierst. Da sind die politischen Debatten, die dir überall entgegenspringen. In jeder Zeile, in jedem Gespräch, in jedem kurzen Blick aufs Display immer eine neue Empörung, immer ein neuer Konflikt. Und da sind die gesellschaftlichen Spannungen, das Gefühl, dass alle gegen alle sind, dass du dich ständig positionieren, verteidigen, einordnen musst, selbst wenn du eigentlich nur deine Ruhe willst. Jeder einzelne dieser Punkte ist für sich genommen klein. Kein Drama, nichts, woran du dich später erinnern würdest. Aber sie kommen nicht einzeln. Sie kommen im Dauerfeuer. Dein Kopf ist wie ein Raum, in dem zu viele Menschen gleichzeitig reden. Keiner davon schreit. Trotzdem verstehst du am Ende dein eigenes Denken nicht mehr. Das ist der Kern von dem, was Fachleute Reizüberflutung nennen. Nicht ein lauter Reiz, sondern zu viele leise auf einmal, ohne Pause dazwischen, ohne einen Moment echter Stille. Und dein Gehirn kann nicht sauber sortieren, was davon wirklich zählt. Für dein System hat die Schlagzeile über eine ferne Krise erstmal dasselbe Gewicht wie die Mail deines Chefs. Alles landet im selben Eingang. Und hier schon der erste Gewinn für dich. Wenn du abends leer bist, obwohl du kaum etwas geschafft hast, liegt das nicht an fehlender Disziplin. Es waren hunderte Mini-Entscheidungen, die keiner zählt. Allein das zu wissen, nimmt dir schon das schlechte Gewissen. Und es stellt eine Frage, die wir gleich brauchen. Wenn nicht Faulheit dahinter steckt, was dann? Jetzt kommt der Teil, der wirklich zählt. Denn dein Nervensystem behandelt jeden dieser kleinen Reize wie eine Aufgabe, die sofort bearbeitet werden will. Stell dir einen Nachtwächter vor, der eigentlich irgendwann Feierabend haben sollte. Er macht die Runde, prüft die Türen und wenn alles ruhig ist, setzt er sich hin. Nur bekommt dieser Wächter in dir nie das Signal, dass die Schicht vorbei ist. Kaum hat er eine Tür geprüft, klopft es an der nächsten. Also bleibt er stehen, angespannt, wach. Genau das macht dein Körper den ganzen Tag. Er hält einen Grundpegel an Wachsamkeit, weil ständig irgendein kleiner Reiz signalisiert, da ist etwas, kümmere dich. Dein Denken, dein Herzschlag, deine Muskeln, alles bleibt auf einem leisen Bereitschaftsniveau. Nicht Panik, aber eben auch nie das saubere Durchatmen, das echte Ruhe ausmacht. Und das ist der Grund, warum sich Entspannung für viele Menschen inzwischen falsch anfühlt. Sie setzen sich hin, um abzuschalten und spüren sofort ein Kribbeln, etwas tun zu müssen. Der Wächter in dir ist so lange durchgelaufen, dass er Stille nicht mehr als sicher liest, sondern als verdächtig. Ruhe wird zum Alarm. Und da fängt das eigentliche Problem an. Und das erklärt dieses zähe Gefühl am Abend. Du hast vielleicht nur am Schreibtisch gesessen, aber dein Wächter ist innerlich Marathon gelaufen. Kopfarbeit kann dich genauso auslaugen wie schwere körperliche Arbeit. Ein kleiner Test, den du sofort machen kannst.
Setz dich gleich mal eine Minute hin und tu bewusst nichts. Zappelt es sofort in dir, ist das kein Charakterfehler. Das ist dein Wächter, der Alarm schlägt, obwohl nichts ist. Ihn überhaupt zu erkennen, ist schon der halbe Weg. Denn was wir mit diesem überdrehten Wächter meistens anstellen, macht die Sache nur schlimmer. Denn wenn Ruhe knapp wird, machen wir instinktiv das Falsche. Wir fangen an, sie zu jagen. Wir machen aus Entspannung noch ein Projekt auf der To-Do-Liste. Wir kaufen die Meditations-App, planen den Achtsamkeitsabend, setzen uns selbst unter Druck, jetzt endlich runterzukommen. Und merken nicht, dass genau dieser Druck die Ruhe weiter vertreibt. Es ist ungefähr so, als wolltest du eine verkrampfte Faust lockern, indem du sie noch fester ballst. Erzwungene Ruhe entspannt dich nicht. Sie ist nur getarnte Anstrengung. Und dann gibt es die zweite Falle, die noch verführerischer ist. Wenn abends nichts mehr geht, greifen die meisten zum Handy und scrollen sich durch endlose kleine Häppchen. Das fühlt sich nach Pause an. Ist aber das Gegenteil. Dein Wächter bekommt in diesen Minuten hunderte neue Türen zum Prüfen, verpackt in bunte, harmlose Bildchen. Du sitzt still, dein Daumen bewegt sich kaum und trotzdem läuft dein System auf Hochtouren weiter. Du stehst danach nicht erfrischt auf, sondern seltsam leer und trotzdem überdreht. So entsteht ein Kreislauf, der sich selbst am Leben hält. Du bist zu erschöpft für echte Erholung, also betäubst du dich mit Reizen, die dich noch erschöpfter machen. Der Mini-Hebel für heute Abend. Bevor du das nächste Mal zum Handy greifst, halte 30 Sekunden vorher kurz inne und stell dir eine einzige Frage. Fühle ich mich nach dem Scrollen leichter oder schwerer? Mehr musst du nicht tun. Diese eine Frage bricht den Automatismus schon an, weil du dem Griff einen Moment Bewusstsein dazwischen schiebst. Denn je länger das läuft, desto tückischer wird es. Deine Wahrnehmung verschiebt sich und deine Toleranz für alles sinkt. Der Punkt, an dem dir etwas zu viel wird, rückt immer näher. Dinge, die dich vor einem Jahr kalt gelassen hätten, bringen dich jetzt auf die Palme. Ein volles Wartezimmer, ein Kollege, der zu laut kaut, ein Kind, das zum 3. Mal fragt. Du reagierst schärfer, als du eigentlich willst und erschrickst hinterher über dich selbst. Woher kam das denn? Ich war doch früher nicht so dünnhäutig. Die Antwort ist unbequem. Du bist nicht plötzlich ein schlechterer Mensch geworden. Dein System hat einfach keinen Puffer mehr. Es lief schon randvoll in den Tag hinein. Stell dir vor, du stehst schon auf einem Bein und wackelst ohnehin. Dann braucht es keinen kräftigen Stoß mehr, um dich umzuwerfen. Ein Fingertipp reicht völlig. Genau deshalb streiten Menschen über die Zahnpastatube, obwohl es nie um die Zahnpastatube geht. Der eigentliche Druck kommt von woanders. Die Kleinigkeit ist nur der Fingertipp, der dich kippen lässt. Und weil du gereizter bist, ziehen sich Menschen ein Stück zurück. Sie merken die kurze Zündschnur, ohne den Grund zu kennen. So wird aus innerer Überlastung ganz langsam auch noch Einsamkeit. Und das ist der Moment, an dem viele anfangen, sich selbst nicht mehr zu mögen. Zu gereizt, zu müde, zu schnell, am Limit. Als wäre die eigene Ruhe für immer verloren. Für genau diese Momente ein Satz, den du dir merken kannst. Wenn dich das nächste Mal eine Kleinigkeit auf die Palme bringt, frag dich nicht, warum bin ich so, sondern wie voll war ich heute schon? Der Ärger wird sofort kleiner, weil du ihn an die richtige Adresse schickst. Nicht an dich als Person, sondern an ein System, das überläuft. Und dass es überläuft, heißt eben nicht, dass die Ruhe für immer weg ist. Genau hier dreht sich die ganze Geschichte nämlich um. Denn der entscheidende Denkfehler ist die Annahme, Ruhe bedeutet die Abwesenheit von Reizen. Dass du erst dann Frieden findest, wenn es endlich still genug ist. Das wird nie passieren. Die Welt wird nicht leiser. Die Meldungen hören nicht auf. Wenn dein Frieden davon abhängt, dass draußen alles verstummt, dann hast du ihn an eine Bedingung geknüpft, die nie eintritt. Echter innerer Frieden ist etwas völlig anderes. Er ist kein leiser Ort, den du irgendwann erreichst. Er ist ein Signal, das du deinem System aktiv gibst. Ein klares, gerade jetzt ist nichts zu erledigen. Und dieses Signal kannst du nicht kaufen. Kein Kissen, kein Retreat, keine App gibt es dir.
Du gibst es dir selbst, indem du deinem Nervensystem endlich Momente baust, in denen wirklich nichts von dir verlangt wird. Das bedeutet nicht Rückzug aus der Welt. Es bedeutet Inseln. Kleine, vorhersehbare Zonen im Tag, in denen kein Bildschirm blinkt, keine Entscheidung ansteht, kein neuer Reiz reinkommt. 10 Minuten, in denen du eine einzige Sache tust und sonst nichts. Ein Weg, den du gehst, ohne etwas dabei zu hören. Ein Fenster, aus dem du schaust, ohne es zu fotografieren. Vielleicht ist es der erste Kaffee, den du trinkst, bevor du irgendein Gerät anfasst. Vielleicht die 5 Minuten im Auto, bevor du reingehst, in denen du einfach nur sitzt. Solche Mini-Zonen sind mächtiger, als sie klingen. Das fühlt sich am Anfang fast unheimlich an, weil dein Wächter die Stille noch nicht als sicher kennt. Aber genau dafür machst du es. Du bringst ihm bei, dass Ruhe keine Bedrohung ist. Und der zweite Hebel ist noch unbequemer, aber noch stärker. Du musst anfangen auszuwählen, was überhaupt bei dir rein darf. Nicht jede Debatte braucht deine Meinung. Nicht jede Meldung deinen Blick. Jedes Nein zu einem überflüssigen Reiz ist ein Ja zu deinem eigenen Frieden. Du kannst die Welt nicht leiser machen. Aber du kannst entscheiden, wie viele Türen du dem Wächter am Tag zumutest. In dem Moment, in dem du das begreifst, hört Ruhe auf, ein Luxus zu sein, den du dir nicht leisten kannst. Sie wird zu einer Fähigkeit, die du trainierst. Langsam, aber sicher. Es geht nicht darum, ein Mönch zu werden oder aus allem auszusteigen. Es geht darum, deinem überarbeiteten Wächter regelmäßig zu zeigen, dass er sich für ein paar Minuten hinsetzen darf. Und trotzdem bleibt eine Sache, über die kaum jemand offen spricht. Denn was passiert eigentlich mit all der Anspannung, die sich über Monate aufgestaut hat, wenn dein System nie richtig runterfährt? Sie verschwindet nicht einfach. Druck, der nirgends abfließen darf, sucht sich seinen eigenen Ausgang. Und bei sehr vielen Menschen bricht er an einer überraschend leisen Stelle nach außen. Nicht im großen Zusammenbruch, sondern in einem winzigen Moment. Ein freundlicher Satz, eine sanfte Melodie, eine kleine Geste von Wärme und plötzlich stehen die Tränen da, völlig ohne Vorwarnung. Und genau da beginnt das verlinkte Video über die Menschen, denen bei den kleinsten Dingen die Tränen kommen. Dort wird aus diesem verwirrenden Kontrollverlust plötzlich ein sinnvolles Muster. Du erfährst, warum dein Körper sich ausgerechnet in Momenten von Wärme öffnet, warum das ein Zeichen von Tiefe statt von Schwäche ist und wie du mit diesem feinen System umgehst, ohne dich ständig dafür zu entschuldigen. Wenn Ruhe für dich gerade Mangelware ist, dann zeigt dir dieses Video, wohin dein aufgestauter Druck in Wahrheit fließt und wie du ihn nicht länger gegen dich selbst arbeiten lässt.